Willkommen bei J-Point Systems und damit zur Folge 4 unserer Retro-Bastelei, die heute ein bisschen anders wird als ursprünglich gedacht. Eigentlich wollten wir eine Zeitreise in das Jahr 2003 unternehmen, doch daraus wird heute nichts. Denn ohne dass ich damit gerechnet habe, ist mir zwischenzeitlich etwas in die Hände gefallen, was nicht unerwähnt bleiben sollte, doch dazu muss ich kurz ein bisschen ausholen. Ich hatte in den letzten 15 Jahren nämlich schon das eine oder andere Mal Lust auf alte Hardware, habe mir immer ein bisschen was gekauft, daran herumgebastelt und anschließend habe ich das Zeug wieder verscherbelt oder sogar beim Wertstoffhof entsorgt, weil ich dann doch keinen Taug mehr darauf hatte. Heute würde mir sowas nicht mehr einfallen, denn dabei sind leider auch ein paar 3DFX-Karten mit über den Jordan gegangen. Ja, ich weiß, Schande über mich, aber woher hätte man damals wissen sollen, dass das Zeug, was man einst für 3 Euro hinterhergeworfen bekommen hat, heute so viel wert ist? Mitte letzten Jahres hat es mich dann wieder gepackt, woraus der Super Sockel 7 PC entstanden ist, der eigentlich das einzige System sein sollte. Wie wir alle wissen, blieb es nicht dabei. Ich war ein paar Monate später auf Shoppingtour, habe eine ganze Menge Hardware gekauft und hatte bereits rund um den Jahreswechsel alles für meine Retro-Projekte zusammen. Doch vor einigen Wochen bin ich einfach mal durch diverse Verkaufsplattformen gescrollt und bin dabei auf etwas Besonderes gestoßen. Zwar habe ich in der Vergangenheit schon mal über so etwas nachgedacht, habe es jedoch wieder verworfen, weil solche Plattformen ohnehin kaum noch zu bekommen sind. Mit diesem Zufallsfund hier habe ich die Gelegenheit ergriffen und sofort zugeschlagen. Die Rede ist von Sockel 423. Dieses Board ist ein DFI WB72SC mit Intel 845 Chipsatz und SDRAM-Support. Für jene, die es nicht wissen, der Sockel 423 hatte damals ein sehr kurzes Gastspiel, war nicht sonderlich weit verbreitet und ist heute äußerst selten. Und während ich mir voller Freude noch ein bisschen passende Hardware dafür besorgt habe, bin ich nebenbei auf ein weiteres Inserat aufmerksam geworden. Denn zwischen maßlos überteuerten Angeboten und eigenwilligen OEM-Brettern von Dell oder HP, die niemand haben will, fand ich zu meiner Überraschung ein weiteres Sockel 423-Board für einen geradezu lächerlich geringen Preis. Deshalb packe ich dieses Brett wieder auf die Seite und dann legen wir jetzt einen ungeplanten Zwischenstopp im Jahr 2001 ein. Konkret befinden wir uns am Anfang des Jahres und damit bei den unrühmlichen Anfängen von Intels Pentium 4. Kommen wir nun zur Hardware und schauen uns besagtes Board einmal an. Es handelt sich um ein Micro-ATX-Board von MSI, welches auf die Modellbezeichnung MS6385 hört. Es ist mit dem Intel 850 Chipsatz ausgestattet, der Ende 2000 rauskam und das Board erinnert auf den ersten Blick an ein Sockel 370 oder Sockel 462 Brett, doch die Halterung für den Kühler sind schon sehr verräterisch. Der optische Gesamtzustand ist einwandfrei. Wir haben hier einmal AGP, dreimal PCI und hier unten gehört eigentlich noch ein Communication and Networking Riser hin. Doch das hier ist ein OEM-Brett von Medion, welches auf diese Erweiterung verzichtet und das ist durchaus verschmerzbar, weil damals, ähnlich wie bei AMR, kaum jemand Gebrauch davon gemacht hat. Abgesehen vom fehlenden Onboard-LAN steht es dem Original sonst in nichts nach. Wir haben hier noch 4 RAM-Slots für den ebenso besonderen Arbeitsspeicher, doch dazu kommen wir gleich. Ansonsten ist es ein schön aufgeräumtes Board mit allem, was man braucht und die erste grüne Hauptplatine in unserer Retro-Bastelei. Das Herzstück wird ein Intel Pentium 4 Willamette, der Ende 2000 mit 1,4 und 1,5 GHz das Licht der Welt erblickte und damals, zumindest nominal, der schnellste Prozessor für Heimanwender war. Der hier verwendete Prozessor taktet bereits mit 1,7 GHz und kam im April 2001 auf den Markt. Der Systembus beträgt 100 MHz, wird aber mittels Quad-Pumping, bei welchem 4 Signale pro Taktzyklus übertragen werden, effektiv auf stolze 400 MHz gehievt. Bei der Ausführung für den Sockel 423 wurde die CPU abenteuerlicherweise auf eine PGA-Platine gelötet und was das sollte, das weiß nur Intel. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Kapitel, welches man bei Intel wohl nur allzu gern wieder geschlossen hat und am liebsten aus den Büchern reißen würde. Doch dazu später mehr. Der Kühler fällt im Vergleich zum letzten Video nun eine Nummer größer aus. Das ist aber wenig verwunderlich, denn während sich selbst die Topmodelle des Vorgängers mit einer thermischen Verlustleistung um die 30 Watt begnügten, waren es beim Pentium 4 mit 1,7 GHz schon 65 Watt und damit locker doppelt so viel.
Diese Abwärme muss natürlich irgendwie beiseite geschafft werden und aufgrund dieser notwendigen Kühlerdimensionen ist die direkte Befestigung am CPU-Sockel fortan Geschichte. Nachdem wir uns jetzt im Jahr 2001 befinden, schnappen wir uns auch eine passende Grafikkarte, müssen uns jedoch mit dem begnügen, was das Budget und der Gebrauchtmarkt so hergeben. Die Wahl fiel auf eine Nvidia GeForce 3 mit 64 MB Speicher in der abgespeckten TI 200-Version. Ja, die ist vielleicht nicht ganz hundertprozentig passend und mir wäre eine GeForce 3 auch lieber gewesen, doch die ist mittlerweile recht selten anzutreffen und ziemlich teuer. Nachdem ich für die Hardwarekäufe im Rahmen unserer Retro-Bastelei bereits einen vierstelligen Betrag investiert habe, muss ich nicht noch die Wunschvorstellung mancher Verkäufer erfüllen, aber das ist ein anderes Thema. Während Nvidia die günstigen MX-Ableger damals stets großzügig beschnitten hat, unterscheidet sich unsere Sparversion lediglich in den Taktraten vom Original. Der kleine Bruder ist gut 10% niedriger getaktet und dementsprechend langsamer als die Ur-GeForce 3, ansonsten bringt sie die gleichen Features mit. Die Nvidia GeForce 3 Ti 200 kam ein gutes halbes Jahr später im Oktober 2001 auf den Markt und war eine Alternative für preisbewusste Spieler. Anschlüsse sind wieder reichlich vorhanden, außer DVI, was zu der Zeit langsam Einzug fand. Das hier verwendete Modell MS8838 stammt ebenfalls von Medion und passt daher nicht nur farblich gut zu unserem Mainboard. Werfen wir einen Blick auf den Arbeitsspeicher, der unsere außergewöhnliche Zusammenstellung komplettiert. Das hier sind 228 MB Module von Samsung, die eine Systembusgeschwindigkeit von effektiv 800 MHz unterstützen, allerdings nur über ein schmales 16-Bit-Interface kommunizieren. Das ist weder SD-RAM noch DDR-RAM, sondern Rambus bzw. RD-RAM. Die Funktionsweise ist jetzt nicht anders, doch die technischen Feinheiten zu erklären, würde den Rahmen sprengen. Einer der größten systembedingten Unterschiede war allerdings, dass Rambus ein geschlossenes Bussystem ist, weshalb man die Module paarweise betreiben musste und freigebliebene RIM-Slots mussten jeweils mit einem CRIM-Modul terminiert werden. Das heißt, einfach mal ein Modul einstecken und loslegen, wie man es beispielsweise vom SD-RAM her kannte, gab es da nicht. Aber auch RD-RAM hatte bei den Heimanwendern nur einen kurzen Gastauftritt und verschwand dann wieder ziemlich schnell von der Bildfläche. Dann haben wir hier noch ein bisschen Hardware, die man bereits aus den letzten Videos kennt und deshalb relativ schnell abgefrühstückt ist. Beim Massenspeicher setzen wir wie beim letzten Mal auch auf eine 3,5 Zoll IDE-Festplatte von Western Digital Modell WD400 mit einer Kapazität von sage und schreibe 40 GB. Nach heutigen Maßstäben ist diese Kapazität ein schlechter Scherz, doch damals war das völlig ausreichend. Dieses Netzteil dürften aufmerksame Zuschauer bereits aus der Folge 1 kennen, denn das kam einst im Super Sockel 7 PC zum Einsatz, bevor die Hardware ins neue Gehäuse umgezogen ist. Nachdem man auf einigen Sockel 423 Boards trotz des P4-Steckers richtig Power auf der 3,3 und 5 Volt Leitung brauchte, greifen wir sicherheitshalber auf das Be Quiet E6 mit 400 Watt zurück, welches bei diesen Spannungen ein paar Ampere mehr zur Verfügung stellt als die bisher verwendeten 300 Watt Netzteile. Dann kommen wir zum Gehäuse, welches man jetzt so langsam kennen dürfte, nachdem das heute zum 4. Mal Verwendung findet. Das Aerocool Quantum Mesh V2, wovon nicht jeder überzeugt ist. Ja, ich lese eure Kommentare, freue mich über konstruktives Feedback und möchte kurz Bezug darauf nehmen. Denn ein Umstand, der sich seit der ersten Folge nicht geändert hat, sind die steigenden Preise für alte Hardware und zeitgenössische Gehäuse. Wenn man sich auf einschlägigen Portalen so umschaut, dann gelangt man ziemlich schnell zur Erkenntnis, dass passende Gehäuse mittlerweile entweder ziemlich teuer sind oder in einem miserablen Zustand und manchmal trifft sogar beides zu. Und wenn ich für den Preis eines gebrauchten Gehäuses mit, nennen wir es mal, erheblichen Abnutzungserscheinungen genauso gut 2 neue Gehäuse bekomme, dann muss ich da eigentlich nicht mehr lange drüber nachdenken. Ein weiterer Punkt sind die Laufwerke. Ja, grundsätzlich gehört in einen Retro-PC ein CD-ROM und ein Diskettenlaufwerk rein, das ist richtig. Aber was soll ich sagen? Mit Ausnahme der Windows-Installationen in dieser Projektreihe brauche ich das einfach nicht. Das letzte Mal, als ich optische Medien verwendet habe, liegt schon gut 10 Jahre zurück und meine letzte Floppy ist auch schon 20 Jahre her. Ich hoffe, man kann meine Entscheidung für ein modernes Gehäuse nun etwas besser nachvollziehen und dann machen wir uns jetzt an den Zusammenbau. Zu diesem Mainboard habe ich leider keine Referenz vorliegen, was aber wenig verwunderlich ist.
Denn es gab in der kurzen Lebenszeit des Sockel 423 nur eine Handvoll Boards, Tests waren entsprechend rar oder gar nicht erst vorhanden und eine ernst gemeinte Empfehlung gab es quasi nie. Leistungsmäßig waren alle Boards mit Intel Tehama-Chipsatz nahezu identisch, weshalb es eigentlich auch völlig egal war, für welches Brett man sich entschied. Auch wenn es seinerzeit de facto keinen einzigen Grund gab, sich ein Pentium-4-System zusammenzustellen, mussten die, die es wollten, für ein solches Board locker 500 DM auf den Tisch legen. Der hier verwendete Prozessor war der erste Pentium 4, der erstmals erkennbar schneller war als der Pentium 3 und die Lücke zu AMD-CPUs deutlich verkleinern konnte. Denn mit den ersten Pentium 4 CPUs ist man krachend gescheitert und deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Versionen mit 1,4 und 1,5 GHz waren im Grunde genommen genauso schnell oder langsam wie die Vorgänger und man hatte gegen AMD keine Chance. Das lag nicht zuletzt an der deutlich längeren Pipeline, welche von 11 auf 20 Stufen angewachsen ist, schließlich war die Architektur auf hohe Taktraten ausgelegt. Daher lautete Intels Devise damals Takt um jeden Preis und um dieses noble Ziel zu erreichen, war man gezwungen, die V-Core um 50 mV zu erhöhen, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten. Denn bei den vorherigen Modellen hatte man Probleme damit. Der Preis für den vorläufigen Megahertz-König lag bei rund 1600 DM, bis Intel gut 2 Monate später erneut an der Taktschraube gedreht hat und nach weiteren 2 Monaten Ende August 2001 mit 2 GHz das Limit des Willametts endgültig erreicht hat. Den eigenwilligen Rambus Arbeitsspeicher gab es zwar schon etwas länger und der konnte auch schon mit dem Pentium 3 kombiniert werden, allerdings hat man dem Heimanwender den RD-RAM erst mit dem Pentium 4 so richtig aufgezwungen. Intel ging damals einen Deal mit der Firma Rambus ein und war der festen Überzeugung, dass diese Lösung über jeden Zweifel erhaben ist und die Zukunft sein wird. Rückblickend hat sich Intel verzockt und man könnte den Eindruck gewinnen, dass man sich diese Misere schön geredet hat. Denn die Firma Rambus ließ sich für die Technik fürstlich entlohnen, weshalb für praktisch jedes verkaufte RD-RAM-Modul Lizenzgebühren fällig wurden, was sich am Endkundenpreis niederschlug. Da man die Module paarweise betreiben musste, trieb das die Anschaffungskosten weiter in die Höhe. Etwaige Subventionsversuche seitens Intel, dass man OEM-Partner bezahlt hat oder den Prozessor mit 2 Modulen vergünstigt anbot, konnten da nicht viel retten. Anfangs war RD-RAM doppelt so teuer wie SD-RAM und blieb am Ende des Tages trotz des stetigen Preisverfalls teurer. Für unsere 2x128 MB wurden seinerzeit schlappe 600 DM fällig. Alles in allem wirkt diese Plattform wie eine hastig zusammengenagelte und völlig überteuerte Zwischenlösung, um dem Kunden überhaupt irgendetwas bieten zu können, nachdem man mit dem Pentium 3 nicht mehr wirklich vorangekommen ist und sich AMD-Prozessoren mit Fug und Recht zunehmender Beliebtheit erfreuten. Denn nur wenige Wochen nach dem Release des Pentium 4 mit dem Sockel 423 war klar, dass man sich mit dem Pferd, auf welchem man gerade durch die Prärie reitet, gehörig vergaloppiert hat. Im Grunde genommen war der Gaul sogar schon tot, doch der Nachfolger Northwood und der Sockel 478 ließen noch eine Weile auf sich warten, weshalb man das Beste daraus machen musste. Die GeForce 3 kam im ersten Quartal 2001 auf den Markt und war die erste DirectX 8 Grafikkarte für den Heimanwender. Zwar war diese Karte je nach Anwendungsgebiet vereinzelt langsamer als die GeForce 2 Ultra, doch sobald die Anwendungen von den neuen Features Gebrauch gemacht haben, konnte der NV20-Chip seine Muskeln spielen lassen und das alte Flaggschiff in die Schranken weisen. Die GeForce 3 kostete damals stolze 1300 DM. Wie eingangs erwähnt, verwenden wir hier eine TI 200 Sparversion, die im Oktober 2001 verfügbar war. Der Preis lag bei 620 DM und war durchaus ein Preis-Leistungstipp, während für die Ur-GeForce 3 immer noch 800 DM zu berappen war.
Da sind wir wieder und die Kiste ist fertig zusammengezimmert. Wie immer gilt, Hauptsache alles eingesteckt, um den Rest kümmere ich mich danach. Dann schließen wir mal alle Kabel an. Ob die Kiste richtig geht, sieht man, wenn was auf dem Monitor steht. Ja, wow, ich Poet. Ja, ich übertreffe mich gerade selbst. Ja, sieht jedenfalls gut aus. Der Monitor zeigt ein Bild. Während die PCBs unserer letzten Kiste braun waren, weiß auch ein durchgängiges Grün zugefallen. Ja, schön. Dann mache ich jetzt noch alles hübsch und dann sehen wir uns gleich wieder. Tada! Ich glaube, das war der Windows 95 Log-Off-Sound. Glaube ich zumindest. Ja, die Kiste ist nun schön hergerichtet und die Kabel sind sauber verlegt. Vielleicht noch ein kurzes Wort zum BIOS, bevor wir weitermachen. Ursprünglich war hier ein OEM-BIOS von Medion drauf und das habe ich durch einen MSI-BIOS ersetzt. Es kann schon mal vorkommen, dass der geneigte Hobbybastler beim Versuch, ein OEM-BIOS zu ersetzen, mit einem Checksummenfehler scheitert. Deshalb folgt ein kurzer Servicehinweis, wie es trotzdem klappt, für alle, die das noch nicht wissen. Dass man die Kiste im MS-DOS-Modus startet und per Change Directory-Befehl ins Verzeichnis wechselt, in dem das Flash-Tool und die BIOS-Datei liegen, bleibt sich gleich. Nun geht man aber nicht den gewohnten Weg über die Anwendung und wählt innerhalb dieser das BIOS-File aus, sondern verpackt alles in einem schönen Befehl. Also, kurzes Beispiel. Die Anwendung heißt meinetwegen flash.exe und die BIOS-Datei, was weiß ich, bios.rom und beide liegen im gleichen Verzeichnis. So, nun hackt man flash bios.rom ein und erweitert das um die Parameter f und py. Diese Parameter sorgen dafür, dass keinerlei Abgleich oder Prüfung stattfindet und das gewünschte BIOS ohne Widerrede rübergebügelt wird. Man muss sich nur hundertprozentig sicher sein, dass das BIOS zum Board und gegebenenfalls zur Revision passt. Dann kommen wir zur Installation des Betriebssystems und wir setzen erneut auf Windows Millennium. Ich habe auch kurz über Windows 2000 nachgedacht und das kommt beispielsweise auch auf meinem Retro-PC zum Einsatz, weil Windows 98 und ME nicht gescheit darauf laufen und ich keine Lust auf Windows XP hatte. Aber ansonsten habe ich mit Windows 2000 kaum Berührungspunkte, auch wenn fast alles darauf läuft. Apropos XP, Windows XP kam erst im Oktober 2001 auf den Markt und damit ein halbes Jahr später als unsere Konfiguration hier, weshalb wir darauf verzichten. Willkommen beim ersten Start von Windows Millennium. Ich glaube, dass man bei keinem anderen Betriebssystem von Microsoft den Bootscreen so kurz sieht wie bei Windows ME. Dann vergebe ich mir wieder ein überflüssiges Passwort. Da kann man jetzt drüber streiten, warum das gefühlt länger dauert als bei unserer Aldi-Kiste.
In jedem Fall dürften die fehlenden Chipsatztreiber einen erheblichen Einfluss darauf haben. Dann schauen wir wieder in den Gerätemanager, was auch sonst. Hier muss ich, glaube ich, nichts mehr sagen, außer DMA-Modus. Und dann sehen wir uns nach der Installation von dem ganzen Firlefanz und der Einrichtung in Kürze wieder. Bis später. Am nächsten Morgen. So, da. Es ist alles fertig und diesmal gab es keinerlei Probleme. Time for Password. Warum gibt es jetzt keinen Sound? Ja, ich sollte vielleicht mal den Lautsprecher anschalten, dann hört man auch mal was. Aber wir legen jetzt sofort mit den Benchmarks los, beginnen mit 3D Mark 99 Max und schauen, was unser System so taugt. Um eine Vergleichbarkeit mit unserem vorherigen PC herzustellen, habe ich eine GeForce 2 GTS bereits durch die Tests gejagt und schon fleißig damit gespielt. Ich werde, wie beim letzten Mal auch, den Frame Counter einfach wieder einblenden. Dann lasse ich das jetzt hier durchlaufen und bis gleich. Am nächsten Abend. Wir sind fertig und dann schauen wir uns die Ergebnisse im Einzelnen mal an und lassen uns überraschen, wie sich die erste Generation des Pentium 4 schlägt. Für alle, die es interessiert, es kommt der Nvidia-Treiber in der Version 4071 vom September 2002 zum Einsatz, sowie der Intel-Chipsatztreiber in der Version 4.10.1012. Beginnen wir wieder mit dem 3D Mark 99 Max und rufen uns die Ergebnisse aus Folge 3 ins Gedächtnis. Das Pentium 3-System erreichte mit der GeForce 2 GTS 8000 Punkte und über 14.000 CPU-Marks. Mit unserem Pentium 4 schafft die Karte gut 9000 Punkte, während der CPU sogar über 21.000 Punkte bescheinigt werden. Davon kann man sich allerdings nicht viel kaufen, denn am Ende des Tages geht es um die 3D-Leistung und die fällt jetzt nicht so hoch aus, wie man es eigentlich erwarten würde. Trotz der hohen CPU-Punktzahl wird die Grafikkarte optimal vom Prozessor ausgebremst und mit der GeForce 3 Ti 200 sieht es kaum anders aus. Mit gut 9200 Zählern bleibt die Grafikkarte ebenfalls hinter ihren Möglichkeiten zurück. Dann kommen wir zum 3D Mark 2000, in welchem unser Aldi-PC 6700 Punkte erreicht hat. Die CPU-Wertung soll uns jetzt nicht weiter interessieren und bleibt deshalb außer Acht. Mit dem Pentium 4 Willamette gibt es knapp 7900 Punkte, was einer Steigerung von immerhin 20% entspricht und gleichermaßen die Widrigkeiten der ersten Netburst-CPUs offenbart. Zwar kam es in der Entwicklungsgeschichte von Prozessoren schon mehrfach vor, dass die ersten Neuentwicklungen kaum schneller waren als die Vorgänger, doch in Anbetracht der nominalen Taktsteigerung von 70% ist das Ergebnis eher dürftig und eigentlich ein Armutszeugnis. Mit der GeForce 3 Ti 200 haben wir traurige 8300 Punkte und sind erneut im CPU-Limit angekommen. Dann werfen wir noch einen Blick auf den 3D Mark 2001. Wer letztes Mal gut aufgepasst hat, weiß, dass es sich hierbei um einen DirectX 8 Benchmark handelt und im letzten Video hatten wir immerhin 2700 Punkte. Mit dem Pentium 4 kommen wir nun auf fast 4000 Punkte, was einer Steigerung von gut 40% entspricht. Dieser Skaleneffekt ist allerdings nicht zu überschätzen und mit äußerster Vorsicht zu genießen. Da es sich um synthetische Benchmarks handelt, ist die Aussagekraft eher begrenzt und die Ergebnisse lassen sich nicht 1:1 in die Praxis übertragen, doch dazu kommen wir nachher.
Mit einer GeForce 3 Ti 200 schaffen wir nun lockerflockig 6300 Punkte. Das liegt aber nicht am Prozessor, sondern ausschließlich an der Grafikkarte selbst, welche die entsprechende DirectX-Version nun hardwareseitig unterstützt. Schauen wir noch geschwind auf SI-Software Sandra und fangen mit dem Arithmetik-Benchmark an. Gut 20% und 50% mehr gegenüber unserem Pentium 3-System sehen zwar beeindruckend aus, sind aber ebenfalls eher theoretischer Natur und zumindest für Spiele nicht von Relevanz. Der Multimedia-Benchmark hat unserem Pentium 3 damals astronomische Geschwindigkeiten bescheinigt, was aber daran lag, dass der Benchmark für Intels SSE-Erweiterung optimiert ist. Mit der Einführung des Pentium 4 hielt auch SSE 2 mit 144 weiteren Befehlen Einzug, weshalb auch dieses Mal das Bild ein wenig verzerrt wird. Wir haben hier 20% bzw. gut 30% mehr, wovon in der Praxis allerdings nicht mehr so viel übrig bleibt. Dann gucken wir noch auf die Speicherbandbreite. Unsere Pentium 4 Kiste schafft dank RD-RAM mit knapp 2,4 GB die Sekunde fast dreimal so viel wie unser Discount-PC. Wer jetzt aber glaubt, dass mit diesen Datenraten der Turbo gezündet wird, der irrt. Auch diese Werte sind nur auf dem Papier beeindruckend und haben weniger Gewicht, als man vielleicht vermuten mag. Dann schließe ich das Ganze mal wieder. Alles in allem kann Intels Willamette trotz 1,7 GHz und Rambus-Plattform bis jetzt nicht wirklich überzeugen. Die Benchmarks hinterlassen einen gemischten Eindruck und geben einen ersten Vorgeschmack auf das, was uns nun in den Spieletests erwartet. Von der Hoffnung, dass wir hier einen High-Performer haben, kann man sich jedenfalls schon mal verabschieden. Wir läuten nun unsere 7. Runde Need for Speed High Stakes ein. Es gibt diesmal eine Änderung. Wir verabschieden uns von der 16-Bit Farbtiefe und gehen fortan auf 32-Bit. Das sieht dann je nach Spiel eine Ecke besser aus. Die Auflösung bleibt gezwungenermaßen bei 1024 x 768. Ich wollte zwar 1280 x 1024, doch das gibt das Spiel nicht her und alle anderen Auflösungen sehen irgendwie komisch aus. Ansonsten sind alle Optionen identisch. Heute fahren wir ein anderes Auto und eine andere Strecke. Ja, so viel Abwechslung muss sein. Und dann legen wir los. Wenn man beispielsweise an die erste Folge zurückdenkt, dann hat das jetzt erheblich schneller geladen, ohne dass man beim Warten eine Thrombose zu befürchten hat. Auch grafisch hat sich mit ein bisschen Einbildung nochmal was getan. Wenn man das jetzt mit Need for Speed 3 Hot Pursuit aus Folge 1.1 vergleicht, wirkt das hier wie 4K und Raytracing. Ja, zugegebenermaßen eine übertriebene Darstellung, aber es ist schon ein Unterschied erkennbar. Auch wenn das Spiel mittlerweile ein Vierteljahrhundert auf dem Buckel hat, versprüht es doch einen gewissen Charme. Dem aufmerksamen Zuschauer dürfte mittlerweile aufgefallen sein, dass sich am Frame-Counter nichts mehr bewegt. Mit 64 Frames scheint das Ende der Fahnenstange erreicht zu sein. Ich habe extra nochmal in Riva Tuner geschaut, dass die vertikale Synchronisation ausgeschaltet ist und alle möglichen Optionen ausprobiert, doch es bleibt dabei. Woran das liegt, kann ich nur mutmaßen. Ich gehe mit Nichtwissen davon aus, dass hier die Spielengine limitiert. Da für die Zukunft mit keinen weiteren Skaleneffekten mehr zu rechnen ist, könnte das womöglich die letzte Runde Need for Speed High Stakes in unserer Retro-Bastelei sein. Es läuft, wie es laufen soll, und dann gehen wir wieder zurück auf den Desktop. Irgendwie macht mich das gerade ein bisschen traurig, dass es das letzte Mal gewesen sein soll. Mal schauen. Aber es ist auch gut denkbar, dass ich das in der nächsten Folge wieder spiele, nur um euch zu nerven.
Dann lenken wir unseren Fokus jetzt auf hardwarehungrige DirectX 8 Spiele, die wir bereits aus der letzten Folge kennen, und starten mit GTA 3. Auch hier wurde die Farbtiefe auf 32-Bit erhöht und die Sichtweite nun auf 50% gestellt. Ich erwarte nun einen nennenswerten Leistungszuwachs gegenüber der GeForce 2 GTS. Ja, das ist eine deutliche Verbesserung. Wir haben hier aus dem Stand heraus fast doppelt so viele Frames und das ist ausschließlich der GeForce 3 Ti 200 zu verdanken. Zwar lief das Spiel mit der GeForce 2 GTS durchaus brauchbar, aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass es gegenüber dem Pentium 3 mit einem GHz so gut wie keinen Unterschied gab. Zwar ist GTA 3 jetzt keine Referenz für alles, nicht nur weil es ein schlecht optimierter Konsolenport ist, doch es zeigt sehr beispielhaft die Problematik, mit der Intel zu kämpfen hatte. Man hatte mit dem Pentium 4 Willamette einen taktfreudigen Papiertiger geschaffen und es als Speerspitze der zukünftigen Entwicklung angepriesen, und in dem einen oder anderen sehr speziellen Szenario war die CPU tatsächlich unschlagbar, aber das war mehr die absolute Ausnahme. Der erste NetBurst-Ableger war einfach zum Scheitern verurteilt, denn von den Vorgängern konnte man sich trotz signifikanter Taktsteigerung nicht weit genug abheben und gegen die Konkurrenz ist man hoffnungslos abgestunken. Der geneigte Spieler mit halbwegs Ahnung blieb dann entweder bei seinem bestehenden Pentium 3 oder griff zur Konkurrenz, wenn man nicht vorher schon bei AMD gelandet ist. Denn eine Plattform mit AMDs Athlon kostete damals nicht einmal halb so viel und war fast durchweg schneller als unser NetBurst Rambus Totalschaden hier. Ja, Totalschaden trifft es ganz gut. Ich glaube, wenn ich die Grafikkarte in unseren Aldi-PC einbauen würde, dann wäre die Framerate nahezu identisch. Dann stiften wir mal noch ein bisschen Chaos. Heute wirkt das alles eher albern, aber vor über 20 Jahren war GTA 3 bahnbrechend. Ansonsten läuft das ganz gut und dann geht es wieder zurück zu Windows. Dann werfen wir einen Blick auf den nächsten Kandidaten, nämlich Mafia. Auch hier wurde die Farbtiefe angepasst, ansonsten bleibt alles wie gehabt und dann starten wir mal. Dieses Gespiele mit 16-Bit Farbtiefe war zu der Zeit ohnehin ein Auslaufmodell und stammt noch aus einer Empfehlung, welche mit Aufkommen der ersten 3D-Beschleuniger die Runde gemacht hat. Sinnesgemäß hieß es damals, halbiere die Farbtiefe und verdopple die Frames. Achso, die Optionen hier sind natürlich auch identisch. Ja, und so ganz ging die Rechnung nicht auf, aber es hatte schon einen gewissen Effekt auf die Performance. Mit zunehmender Leistungsfähigkeit schmolz der Vorteil dann dahin und spätestens mit einer Grafikkarte, wie wir sie hier verwenden, ging es dann nur noch um wenige Frames und da war es dann egal, ob ein Spiel mit meinetwegen 50 oder 60 Bildern pro Sekunde über den Monitor flimmerte. Mafia ist meines bescheidenen Wissens nach ein bisschen CPU-lastiger und nach dem, was wir gerade gesehen haben, mache ich mir da nicht viel Hoffnung, dass es auch nur im Entferntesten besser läuft. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Auch auf diesem System ruckelt das Spiel anfangs vor sich hin und ich habe noch immer keine Ahnung, warum das so ist. Dann gehen wir erst einmal wieder auf Mafiosi-Jagd und sacken uns ein paar Dollar ein. Tja, da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Mit der GeForce 2 GTS lief es, wenn ich mich recht entsinne, genauso grenzwertig wie in Folge 3 und diesmal lässt sich auch mit unserer Budget GeForce 3 nichts reißen. Das sieht schwer nach CPU-Limit aus. Das unterstreicht noch einmal, was der Prozessor eigentlich für ein Fail ist. Man hat die Taktraten deutlich angehoben, zwangsweise die V-Core erhöht, die übrigens höher ist als bei unserem Pentium 3. Das Teil verbrät doppelt so viel Strom, erzeugt deshalb doppelt so viel Abwärme und trotzdem kommt man nicht vom Fleck. Das ist Versagen auf ganzer Linie. Selbst mit Overclocking ließe sich hier nichts retten, abgesehen davon, dass das Board leider keinerlei Funktion zum Übertakten bietet. Und selbst wenn, dann würde man die Hitze überhaupt nicht mehr in den Griff bekommen, zumindest nicht mit dem Standard-Alu-Block. Denn ich hatte im BIOS den Temperaturalarm aktiviert, der bei 70 Grad Celsius auslöst und oft genug hat die Kiste dann im laufenden Betrieb unter Last rumgepiept. Und wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, dann greift beim Pentium 4 Willamette bereits irgendwo ab 68 bis 73 Grad die thermische Drosselung. Ich habe dann nochmal rumprobiert, unter anderem einen anderen Kühler verwendet, bei dem das Lamellendesign ein bisschen anders ist und mit dem ist es dann etwas besser geworden. Zumindest hat die Kiste seitdem kein Warnsignal mehr ausgegeben. An einen gedrosselten Lüfter ist aktuell jedenfalls nicht zu denken. Ich gehe davon aus, dass die Wärmeleitpaste oder Zahnpasta oder was auch immer Intel damals verwendet hat, zwischen Dye und Heatspreader nach über 20 Jahren auch nicht mehr die beste ist und vermutlich nicht ganz unschuldig an der Hitzeentwicklung. Nachdem man diese Prozessoren aktuell für 10, 15 Euro hinterhergeworfen bekommt, könnte ich vielleicht mal darüber nachdenken, den hier zu köpfen. Ich bin bei alter Hardware ohnehin sehr konservativ eingestellt und übertakte so altes Zeug nicht. Wozu auch? Wenn mir die Leistung der Kiste nicht ausreicht, dann baue ich mir einfach eine neue zusammen und mache daraus ein Video. Jetzt muss ich hier erst einmal die Polizei loswerden. Das Spiel läuft jedenfalls genauso bescheiden wie das letzte Mal und dann beenden wir das mal wieder. Dann schauen wir uns noch einen weiteren DirectX 8-Titel an, der ebenfalls in der letzten Folge kurz angespielt wurde. Need for Speed Hot Pursuit 2. Ja, ich weiß, ich habe das letzte Mal kein gutes Haar an dem Spiel gelassen, der eine oder andere fühlte sich vielleicht sogar getriggert und bekam Nasenbluten, was weiß ich, aber spielerisch bzw. inhaltlich war dieser Teil nun einmal ein Rückschritt. Dann schauen wir auch hier wieder kurz auf die Optionen. 1024er Auflösung, 32-Bit Farbtiefe und alles voll aufgedreht. Dann fahren wir hier diesmal eine komplette Runde dieselbe Strecke wie letztes Mal. Und selbstverständlich mit einem roten 911er Gedächtnis Porsche. Jetzt kann man Wetten abschließen, ob dieses Spiel besser oder genauso schlecht läuft. Ich habe da schon so eine Befürchtung.
Im Vergleich zum letzten Mal kann man die Farbunterschiede erkennen. Während die Raucheffekte bei 16-Bit Farbtiefe einen leichten Grünstich hatten, sieht das bei 32-Bit schon deutlich besser aus. Wenn man sich den Frame-Counter so anschaut, dann vollendet das den bisherigen Eindruck. Die geringe Steigerung der Bildrate ist wieder ausschließlich auf die Grafikkarte zurückzuführen und mit der GeForce 2 GTS gab es erneut kaum einen Unterschied gegenüber unserer Discounterkiste. Das ist ganz schön ernüchternd. Nicht umsonst erlebte der Pentium 3 im zweiten Halbjahr 2001 mit dem Tualatin ein Comeback und erfreute sich bei Intel-Fans großer Beliebtheit. Der Tualatin war hingegen schneller, effizienter und taktfreudig und konnte es locker mit dem damaligen Pentium 4 Willamette aufnehmen. Ich erinnere mich noch, wie man einst über Taktraten von 5 oder gar 10 GHz fabuliert hat, wofür der Netburst angeblich konzipiert war. Wie wir alle wissen, wurde nichts daraus und mit der dritten Generation des Pentium 4 alias Prescott war 4 Jahre später bei 3,8 GHz Schicht im Schacht. Ui, wo kam der denn her? Mein Gott, bist du gelähmt, ey. Das ist ja Fahrphysik vom Feinsten hier. Ja, grafisch weiß das Spiel durchaus zu gefallen, aber sonst ist es halt, naja, nicht das Gelbe vom Ei, wenn man die Vorgänger kennt. Das Auto ist wie immer heile geblieben, hupen wir mal zurück und dann gehen wir wieder zurück auf den Desktop. So recht überzeugt von diesem Teil der Serie bin ich nicht, aber Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden. Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angekommen und es hat mir wieder sehr viel Freude bereitet. Ja, unser PC hier ist in der Gesamtheit eine einzige Enttäuschung oder wie habe ich es vorher genannt, Netburst Rambus Totalschaden. Ich glaube, treffender kann man es nicht auf den Punkt bringen. Bei diesem System geht es mir allerdings nicht um die Leistung, das wusste ich von vornherein, dass da keine großen Sprünge drinnen sind. Vielmehr geht es mir um die Exklusivität bzw. den Exotenstatus, den diese Plattform innehat. Es ist auf seine Art und Weise etwas ganz Besonderes und erzählt seine eigene Geschichte. Übrigens gilt das auch für das eingangs gezeigte Mainboard. Zu diesem Sockel 423 Brett wird es einen kurzen Abriss geben, vielleicht eine flotte 15-20 Minuten Folge, weil es stellvertretend für ein weiteres entwicklungsgeschichtliches Kapitel bei Intel steht. Dann habe ich hier noch zum Abschluss ein Sahnestück von Ende 2000. Ein richtiger Augenschmaus vom niederländischen Spieleentwickler Davilex. Der eine oder andere dürfte bei diesem Namen jetzt schon spontan sein Augenlicht verlieren, weil diese Bude damals bekannt für seine schlechten Funracer war. Der einzige Fun bestand darin, deren pixelgewordenen Schwachsinn wieder von der Festplatte zu löschen. Hallo, verehrte Rennfahrer. Dieses Spiel hört auf den Namen Autobahnraser 3 und dürfte eines der schlechtesten Spiele sein, die ich jemals hatte. Somit passt das Spiel eigentlich ganz gut zu unserem System und damit verabschiede ich mich, lasse das jetzt einfach mal unkommentiert laufen und lasst das einfach mal auf euch wirken. Macht's es gut und bis zum nächsten Mal. Pass auf, Babe ist auf der Piste.